Morgen. Guten Morgen. Seid ihr in Lahnstein? Ja, und Sie sind? Manuela Reitzel. Ich bin die Nachfolgerin von Olivia Schneider. Nachfolgerin? Ach so, ja, natürlich. Herzlich willkommen. Carla. Friederike. Was willst du? Ich wollte zu diesem Klamottenladen, von dem du mir erzählt hast, aber jetzt habe ich schon wieder die Adresse verbaselt. Jan-Wellem-Platz bei der Kö. Ah ja, genau, danke. Hast du noch Zeit auf einen schnellen Kaffee? Du warst heute Morgen so früh weg. Ja, ich habe auch viel zu tun, wie du siehst. Sag mal, ist irgendwas? Warum hast du mir nicht erzählt, dass du dich mit Lars Schneider triffst? Du weißt also davon. Ja, natürlich. Was denkst du denn? Oh Mensch, das wollte ich eigentlich für mich behalten. Ja, und warum, bitteschön? Du hast mir so viel von deinem schwierigen Verhältnis zu Lars erzählt. Und dann habe ich ihn zufällig kennengelernt und dachte, ich könnte da irgendwie vermitteln. Vermitteln? Bei Lars? Ich habe den Kontakt mit ihm abgebrochen und du kennst genau den Grund dafür. Dieser Kuss zwischen Susanne und ihm, ja, ich weiß. Ich dachte nur, dass du bestimmt auch nicht glücklich darüber bist, eurem Baby dem Vater vorzuenthalten. Nein. Und noch weniger komme ich damit klar, dass der Vater meines Kindes in meine Frau verliebt ist. Aber eure Ehe hält das doch aus. Auch wenn ich nie ihr größter Fan sein werde. Susanne liebt dich. Sehr sogar. Und du liebst sie. Da kann Lars tausendmal was von ihr wollen. Ich finde eben, ihr solltet ihn nicht ausschließen. Lars hat bestimmt längst eingesehen, dass er gegen eure Beziehung keine Chance hat. Hey, da bist du ja. Hallo, Friederike. Hallo Lars, schön, dass du gekommen bist. Gerne. Auch wenn ich natürlich sehr überrascht war. Tja, Also, Friederike hat mir klargemacht, dass ich, naja, etwas überreagiert habe. Es war total dumm von mir, dich völlig aus unserem Leben rauszuhalten. Die Bannmeile ist hiermit gestrichen. Du sollst dein Kind natürlich kennenlernen und es soll unbedingt wissen, wer sein Vater ist. danke. Es bedeutet mir wirklich sehr viel. Alles zurück auf Anfang? Naja, vielleicht nicht ganz auf Anfang. So, und nun lass uns mal was bestellen, damit wir endlich anstoßen können. Angelo, wir hätten gerne 2 Champagner, nein, 3 Champagner und einen O-Saft, danke. Gerne. Hallo. Setz dich. Du kommst genau richtig zu unserer Versöhnung. Ist das nicht eine Überraschung? Hm? Allerdings. Und woher der plötzliche Umschwung? Das hast du Friederike zu verdanken. Wie nett von ihr. Jetzt hoffe ich nur, ihr macht mich nicht gleich zur Patentante. Oh, da musst du dich aber schon schwer mit meiner Schwester Charlie anlegen. So, und dich bringe ich jetzt erstmal auf den neuesten Stand. Ja, unbedingt. Ist denn alles okay? Ich kann mir nicht helfen, aber irgendwie scheinst du nicht so glücklich über die Versöhnung zu sein wie wir. Doch sicher. Schön. Dann hast du ja auch sicher nichts mehr dagegen, wenn ich meinen Kontakt zu Lars weiter vertiefe. Natürlich nicht. Viel Spaß. Friederike hat völlig recht. Ich kann Lars nicht einfach ausschließen. Und wenn sie nicht gewesen wäre, wer weiß, wann ich das eingesehen hätte. Und das schätze ich auch so an ihr. Sie gibt einem auch mal Kontra. Und genau das macht doch erst eine richtige Freundschaft aus. Es ist gut. Was ist denn jetzt? Hast du heute auch noch ein anderes Thema als deine super tolle Freundin Friederike? Susanne, du musst doch zugeben, dass wir ihr beide Unrecht getan haben. Weil sie so selbstlos um unser Familienglück besorgt ist? Was soll das denn jetzt? Du verlangst von mir, dass ich Lars verbanne, dir zuliebe. Und dann taucht Friederike auf und auf einmal ist alles in Butter. Ja, sie hatte eben schlagende Argumente. Ach ja, toll. Du bist nicht einmal auf die Idee gekommen, mich zu fragen, was ich davon halte, wenn sie auf einmal Lars abschleppt. Das ist also dein Problem. Du bist eifersüchtig.
bin ich eifersüchtig. Was ist dann dein Problem? Du wolltest immer, dass Lars das Kind sieht und dass er Teil unseres Lebens ist. Genau diesen Wunsch hat die Friederike erfüllt. Aber warum besprichst du das dann mit ihr hinter meinem Rücken? Wir sind verheiratet. Wir sollten keine Geheimnisse haben. Du hast mir noch nicht mal erzählt, dass dein verrückter Ex Lisa entführt hat. Das habe ich erst erfahren, als ich aus New York zurück war. Und der Retter Lars, der war die ganze Zeit bei dir. Wer hat da wen ausgeschlossen? Kalle, es bringt doch nichts, alte Geschichten aufzuwärmen. Das sagt die Richtige. Hallo. Hallo. Ist Lisa da? Die ist im No Limits mit Katja und noch einer Freundin. Oh, wie schade. Dann bin ich ja wohl umsonst gekommen. Ach, ein Besuch bei mir allein lohnt die Mühe wohl nicht, oder? Papa, natürlich. Aber ich muss gestehen, ich vermisse Lisa. Tja, dann sollten wir so bald wie möglich euer Liebesnest besuchen. Ich habe mich mit Carla gestritten. Wieder wegen dieser, wie heißt sie noch? Friederike. Friederike hat es geschafft, dass Carla und Lars sich wieder vertragen. Und jetzt stehe ich als Spielverderberin da, weil ich mich hintergangen fühle und mich nicht freue. Ja, dann freu dich einfach. Das kann ich nicht. Diese snobistische Kuh geht mir sowas von auf die Nerven. Es wird Zeit, dass ich nach Hause komme. Ich muss noch einen Prozess vorbereiten. Arbeit, immer nur Arbeit. Sag mal, gibt's gar keine Frau in deinem Leben? Tja, manchmal ist das Leben eben komplizierter, als man sich vorstellen kann. Du liebst eine verheiratete Frau. Ah, das geht mir aber dann doch ein bisschen zu sehr ins Detail. Habe ich recht oder habe ich recht? Alles klar. Ich muss wirklich los. Und dann? Willst du bis ans Ende deiner Tage an der Welt leiden? Aber ich kann doch nicht das Glück anderer zerstören. Es geht dir doch gar nicht ums Glück. Du hast Angst vor Konventionen. Entschuldige, aber davon verstehst du wirklich nichts. Mehr als du denkst. Als ich als Teenager mein lesbisches Coming-out hatte, dachte ich auch, die Welt bricht zusammen. Alle meine Freundinnen standen auf Jungs. Nur ich konnte mit den Kerlen nichts. Absolut nichts anfangen. Und natürlich wurde von mir erwartet, dass ich mich auch in einen Jungen verliebe. Hätte ich mich damals an die Konvention gehalten, würde ich heute immer noch denken, es liegt an mir, dass ich nicht glücklich bin. Wenn ich eins fürs Leben gelernt habe, dann das. Um sein Glück muss man kämpfen. Egal, was die anderen sagen. Here as we share Du bist schon zurück? Ich dachte, du wolltest dich mit Lars treffen. Ach, der hat einen unaufschiebbaren Termin. Außerdem bin ich in Düsseldorf, um dich zu besuchen. Und nicht irgendwelche drögen Anwälte. Oder störe ich dich? Nein. Nein. Das hier ist eigentlich nur Beschäftigungstherapie. Wieso, was ist denn los? Nichts. Erzähl mir lieber, was du unternommen hast. Ach, das willst du gar nicht wissen. Aber unter einem gelungenen Abend stelle ich mir was anderes vor. Dann ist das wohl heute nicht unser Tag. Ich habe mich mit Susanne gestritten. Schon wieder? Was war denn diesmal los? Es ging um dich und um Lars. Ich dachte, das Thema wäre eigentlich schon vom Tisch, aber ich habe trotzdem wieder damit angefangen. Ich bin mir sicher, du hattest deine Gründe. Ich weiß es nicht. Ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich sie nicht anrufen und mich entschuldigen soll. Weißt du noch, was bei Entscheidungsschwäche am besten hilft? Sag bloß, du hast meine legendären Nackenmassagen schon vergessen. Wie könnte ich? Danke, aber ich habe mich schon entschieden. Warte. Entspannt versöhnt man sich leichter. Weißt du noch an Sacré-Cœur? Da hast du plötzlich Kopfschmerzen bekommen und ich habe dich angefangen zu massieren. Und dabei hast du so wohlig gestöhnt, dass gleich eine Nonne angerannt kam und uns wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses aus der Kirche werfen wollte. Ja, sie fand es gar nicht lustig, dass ich sagte, du hättest göttliche Hände.
Susanne, ich wollte dich gerade anrufen. Können wir reden? Ja, klar. Wärst du so lieb und würdest du uns kurz alleine lassen? Ich liebe dich. Dich und nur dich. Ich habe bei unserer Hochzeit geschworen, dass ich mit dir mein Leben verbringen möchte. Dass wir zusammenhalten und dass wir alles gemeinsam durchstehen. Höhen und Tiefen. Ich weiß. Das kann ich aber nur, wenn du mir vertraust. Das tue ich eigentlich auch. Du weißt genau, warum ich mich gerade bei Lars so aufführe. Ja, weil ich ihn geküsst habe, aber das ist Schnee von gestern. Hey, ich liebe dich. Okay. Können wir uns darauf einigen, dass ich einfach ein Spiel bei meiner Hormone bin? Gekauft. Die nächsten paar Wochen halte ich auch noch aus. Carla, kann ich dich um was bitten? Was willst du? Also nicht, dass du jetzt denkst, dass ich zickig bin oder nachtragend, aber diese ganzen Streitereien, die haben erst begonnen, nachdem Friederike hier aufgetaucht ist. Verstehe. Du willst, dass ich sie wegschicke. Sie muss ja nicht gleich die Stadt verlassen. Ich weiß, ihr seid gute Freundinnen, aber dass sie hier wohnt, ist mir einfach too much. Okay. Ich rede morgen mit dir. Danke. Ja, ich werde Friederike jetzt gleich sagen, dass sie nicht bei uns bleiben kann. Nicht nötig. Man braucht keine übersinnlichen Fähigkeiten, um zu spüren, dass ihr beide im Moment lieber allein sein wollt. Friederike, es tut mir leid. Ich hoffe, du bist uns nicht böse. Überhaupt nicht. Ich hoffe, du glaubst mir inzwischen, dass ich wirklich nichts gegen dich habe. Es tut mir ehrlich leid, wenn ich deine Gefühle verletzt haben sollte. Schon okay. Aber du wirst mich nicht ganz los. Ich residiere ab heute im Hotel Kaiserschlösschen. Oh, schön. Zum Lunch zu dir. Das ist ein Wort. Mach's gut. Ciao. Bis dann. Ja. Endlich sturmfreie Bude. Du kannst natürlich auch gern mit zum Lunch kommen, Susanne. Ach so, die Dame wartet bereits. Die Dame Angelo ist eine Mandantin von mir. Hi. Oh, hallo. Kann ich dich mal ganz kurz sprechen? Ich bin leider verabredet. Nur eine Minute. So. Ich wollte mich beim letzten Mal wirklich nicht in deine Angelegenheiten mischen. Kein Problem. Ich bin vielleicht ein bisschen zu sehr von mir ausgegangen, als ich meinte, man muss um sein Glück kämpfen. Aber das muss natürlich jeder selbst wissen. Du sagst es. Es freut mich, dass du mir das nicht übel nimmst. Kannst du nachher noch mal kurz einen Blick in den Vertrag von mir werfen? Gerne. Bis dann. Schön. Madeleine, ich bin's, Friederike. Ich wollte dir nur schnell erzählen, wie es bei mir läuft. Du weißt, wie es bei mir aussieht. Es gibt nur einen Menschen, den ich will, und das ist Carla. Ich brauche keinen Trostpreis. Ich will den Jackpot. Die kleine Taxischlampe. Ach, vergiss es. Die ist kein Hindernis. Da kann die sich noch so abstrampeln. Eitelkeit. Was heißt hier Eitelkeit? Es geht um mein Leben. Ich bin erst wieder glücklich, wenn Carla in meinen Armen liegt. Und dafür tue ich alles. Alles, verstehst du? Ah ja, bist du dir sicher, dass du noch bei den Kinderzimmereinrichtungen bist? Ich
meine, das sieht aus wie ein Büro. Das sind klare Formen, es ist zweckmäßig und kein überflüssiger Schnickschnack. Genau das Richtige. Ideal für die Fantasie eines Kindes. Okay. Kompromiss? Kompromiss. Ohne Anmeldung. Ach, dann kann es wohl nur Friederike sein. Hallo? Hi, ich hoffe, ich störe nicht. Nein, du kannst uns sogar helfen. Klar, worum geht's denn? Wir suchen hier gerade eine Einrichtung. Friederike? Entschuldigt, es geht schon wieder. Ist auch besser, wenn ich euch wieder allein lasse. Nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Setz dich bitte. Ich komme mir so schrecklich blöd vor. Oh, Schätzchen, was ist denn los? Marion heiratet. Deine Ex? Ich weiß, das soll mir nichts mehr ausmachen, aber Hey, das ist ganz normal. Ihr wart so lange zusammen. Kennst du die neue? das ist es ja. Ich dachte, ich kenne Marion. Meine kleine Marion. So gut wie keinen anderen Menschen auf der Welt. Aber dann hat sie mir die ganze Zeit was vorgemacht. Was meinst du damit? Sie hat mich für einen Mann verlassen. Kannst du dir vorstellen, was das für ein Schock war? So ein Schicksal wünsche ich niemandem. Morgen. Ich hoffe, es ist okay, dass ich mir deinen Bademantel ausgeliehen habe. Na klar, kein Problem. Konntest du wenigstens ein bisschen schlafen? Ja, 1000 Dank, dass ich hier bleiben durfte. Im Hotel hätte ich wahrscheinlich kein Auge zugekriegt. Das ist doch gern geschehen. Ich gehe da mal ein paar Brötchen holen. Jemand einen besonderen Wunsch? Habt ihr heute Vormittag schon was Besonderes vor? Nichts Wichtiges. Eigentlich nicht, ne? Ich würde euch gern zu einem richtig schönen Brunch einladen. Aus dem Schneiders. Na, da sagen wir doch nicht nein, oder? Ach, bitte. Ihr beide habt euch so lieb um mich gekümmert. Da möchte ich mich gern revanchieren. Na gut, na dann danke. Ja. Wir hätten dich heute sowieso nicht allein gelassen. Dann gebe ich gleich mal die Bestellung für 4 Personen durch. 4? Ach so, das habe ich ganz vergessen. Lars kommt nachher vorbei. Er hat mir beim Vertrag mit so einem nervigen Galeristen geholfen. Da wollte ich ihn als Dankeschön auch einladen. Aber wenn ihr nicht wollt, kann er auch außen vor bleiben. Nein, kein Problem. So, das wär's. Ich hoffe, es ist alles zu Ihrer Zufriedenheit. Das hoffe ich auch. Danke. Gerne. Und als kleines Extra auf Kosten des Hauses habe ich Ihnen noch Desserts mitgebracht. Birne Helene und Creme Brûlée. Wie köstlich. Sie verwöhnen uns, Angelo. Bitte, meine Damen. Das sieht gut aus. Herr Schneider. Angelo? Tag zusammen. Ich wollte dir nur kurz den Vertragsentwurf vorbeibringen. Wir hatten gehofft, du frühstückst mit uns. Oder bist du in Eile? Nein, eigentlich nicht. Na, dann komm. So, los geht's. Wie geht's denn bei eurem Hausbau voran? Im Moment sind wir eher mit der Planung der Inneneinrichtung beschäftigt. Vor allem, was das Kinderzimmer angeht. Was hältst du eigentlich von Tieren aufschränken? Wie? Ach so, du meinst so schön poppig und bunt mit Tiermotiven. Ja, finde ich gut. Ich auch, siehst du? Ich habe gerade einen gewischt gekriegt. Du musst dich irgendwo aufgeladen haben. Oh, das tut mir leid. Das kann vorkommen. Ja. Wie, ihr habt immer noch keinen geeigneten Namen? Nein, das ist nicht so einfach.
Also ich habe ja so ein Faible für französische Namen. Yvonne, Yvette, Jacqueline. Warum nicht? Was meinst du? Warum nicht gleich Chantal? Ach nee, das klingt so ein bisschen nach, Eben. Erzähl doch von dir, wie läuft's in der Kanzlei? Naja, solange geklagt wird, kann ich nicht klagen. Ja. Naja, der war ja wohl nicht so gut. Aber die Auftragslage ist wirklich gut. Ja. Und von eurem Hausbau gibt es wirklich nichts Neues? Wir waren neulich mal wieder draußen. Viel ist noch nicht zu erkennen. Stimmt's? Soll das jetzt noch stundenlang so weitergehen? Wie, was denn? Entschuldigt, aber ich halte das nicht mehr aus. Ich weiß nicht, was du meinst. Das merkt doch ein Blinder, wie es zwischen dir und Lars knistert. Das stimmt doch gar nicht. Bist du ganz, ganz sicher? Macht, was ihr wollt, aber ich sehe mir diese verstohlene Flirterei nicht mehr mit an. Susanne sollte mal überlegen, ob sie nicht doch mit Lars ins Bett geht. Dann hätte sie endlich Klarheit über ihre Gefühle. Und du auch. Das kann doch jetzt wirklich nicht dein Ernst sein. Zwischen Carla und mir ist alles klar. Warum sollte Susanne mit Lars schlafen? Dein Vorschlag ist doch völlig absurd. Dann kann ich mich nur noch mal entschuldigen. Es ist mir jetzt so peinlich. Ich dachte, du bist eifersüchtig. Nein. Lars, was ist eigentlich mit dir? Willst du nicht mal was dazu sagen? Also ehrlich gesagt, Lars, ich weiß, ich habe mich mal wieder in deine Angelegenheiten eingemischt. Tut mir leid. ja, dann wäre diese Geschmacklosigkeit auch geklärt. Mehr hast du nicht dazu zu sagen. Was denn noch? Mir fehlen die Worte. Mir auch. Ja, natürlich bin ich sauer. Du hättest viel deutlicher auf diesen unverschämten Vorschlag eingehen sollen. Und was machst du? Du sitzt da und schaust Lars an und sagst fast gar nichts. Carla, bitte. Dieser Vorschlag ist dermaßen krank. Was hätte ich denn sagen sollen? Vielleicht, dass es völlig absurd ist? Dass du nicht mal im Traum daran denken würdest, mit Lars ins Bett zu gehen, weil du nämlich mit mir zusammen bist und mich liebst? Ich hoffe, das weißt du auch so. Ich hab's dir oft genug gesagt. Und vor ihr muss ich mich nicht rechtfertigen. Was denkst du denn, warum sie uns dauernd mit Lars konfrontiert? Und warum ausgerechnet jetzt eine Welt für sie zusammenbricht, wo ihre Ex einen Mann heiratet? Ach, du glaubst sie nicht? Du etwa? Sie wollte hier wieder einziehen. Susanne, bitte. Friederike ist meine Freundin. Und das schon seit Jahren. Ich bin deine Frau. Und du solltest dir gut überlegen, wem du vertraust. Ihr oder mir. Das war deutlich. Jetzt versteh das doch bitte nicht falsch. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag mit deiner Freundin. Deine Frau braucht jetzt erstmal frische Luft. Susanne, bitte, warte! Susanne, bitte! Susanne, ruf mich bitte sofort an, wenn du die Mailbox abgehört hast. Ich muss noch mal mit dir reden. Kuss. Ach, Süße. Wenn ich geahnt hätte, was für eine Aufregung ich mit meiner Bemerkung verursache. Dann hättest du sie dir gespart? Wohl kaum. Kannst du mir mal verraten, warum du Susanne und mich um jeden Preis auseinanderbringen willst? Meine Güte. Ich dachte halt, es wäre mal interessant zu sehen, wie Lars und Susanne auf so einen Vorschlag reagieren. Was geht dich das überhaupt an? Ich hab dir schon mal gesagt, dass du dich nicht in meine Ehe einzumischen hast. Ja, aber ich dachte... Das hast du mir versprochen. Schon vergessen? Ich wollte auf keinen Fall, dass du dich mit Susanne streitest. Und ich hoffe, du glaubst mir das. Ich wollte dir nur das ersparen, was ich durchmachen musste.
Weil ich zu spät erkannt habe, dass meine Freundin auf Männer steht. Es tut mir ehrlich leid. Und jetzt komm, lass uns einen Spaziergang machen, dann können wir uns beide ein bisschen ablenken. Nein. Es ist sehr bedauerlich für dich, dass deine Frau jetzt einen Mann heiratet. Aber bitte red mir nicht ein, dass ich dasselbe Problem hätte. Ich lasse nicht zu, dass du meine Ehe kaputt machst und deshalb verschwinde. Bitte? Wenn ich wieder runterkomme, will ich dich hier nicht mehr sehen. Ich bin froh, dass wir uns über den Weg gelaufen sind. Ich hätte jetzt schwer alleine sein können. Naja, mir war eher nach Ruhe zumute. Also wenn du lieber für dich wärst, Nein, entschuldige, so war das gar nicht gemeint. Ich musste das alles erstmal verdauen. Ja, das kann ich verstehen. Frederike ist krank. Ich meine, wie kommt sie auf die Idee, so etwas überhaupt vorzuschlagen? Carla ist meine Frau. Das Letzte, was ich tun würde, wäre, mit dir zu schlafen. Nee, die Idee, wir beide, ist ja völlig daneben. Okay. Jetzt hab sogar ich kapiert, wie abwegig allein die Vorstellung für dich wäre. Was? Du weißt doch genau, was ich für dich empfinde. Und ich weiß, was du für mich empfindest. Okay, du hast mir klar gemacht, dass es zwecklos ist. Aber musst du mir da ständig unter die Nase reiben? Lars, ich habe nicht dran gedacht. Ja, wieso auch? Ich bin ja auch der Depp, der immer zur Stelle ist, wenn du ihn brauchst. Vergiss es. Jetzt lauf doch nicht gleich weg, Lars. Ich bin tatsächlich ein Depp. Ich war eben völlig neben der Spur und was ich gesagt habe, das... Zu Recht. Nein, ich wusste doch von Anfang an, dass du mit Carla zusammen bist und ich keine Chance habe. Und wenn ich damit nicht klarkomme, dann ist das einzig und allein mein Problem. Es tut mir leid. Mir tut es nicht leid. Mir tut es nicht leid, dass ich mich in so eine wundervolle Frau verliebt habe. Ich meine, es ist bestimmt nicht leicht für dich. Und Frederike macht alles, dass es noch komplizierter wird. Tja, du kommst wohl nicht besonders gut klar mit ihr, oder? Seit sie in Düsseldorf ist, ist alles furchtbar. Dass sie mich nicht leiden kann, damit komme ich ja noch klar. Aber dass sie alles daran setzt, Carla und mich auseinanderzubringen. Ich habe eine Scheißangst, dass sie damit Erfolg haben wird. Es tut mir leid, jetzt rede ich schon wieder nur von mir und meinen Problemen. Ich bin wirklich sehr sensibel. Das ist schon in Ordnung. Störe ich? Carla, Susanne hat jemand zum Reden gebraucht und ich war für sie da, als Freund. Als Freund. Sag mal, willst du mich verarschen? Carla, Du hast schon wieder versucht, dich an meine Frau ranzumachen. Jetzt mach doch nicht so ein Fass auf. Wir sind hier zusammengesessen, mehr nicht. ich finde auch, dass du ein bisschen überreagierst. Ach, findest du? Und ich kann dir auch sagen, woran es liegt. Na, dann klär mich mal auf. Du lässt dich von Frederike immer noch gegen uns aufhetzen. Jetzt gibt es also schon ein Uns? Oh, bitte. Sag mal, merkst du denn nicht, dass sie alles dran setzt, um sich zwischen uns zu drängen? Das muss sie gar nicht. Und wenn du ehrlich bist, dann weißt du auch warum. Was weiß ich? Glaubst du, ich merke nicht, dass dir Frederikes krankes Angebot gar nicht so krank vorkommt, wie du tust?